Zeit. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Talk to the Entity Special mit Tanja Barth, Barth Vader alias. und Dr. Nicole Hurter. Hallo. Ja, was machen wir hier? Das wissen wir auch nicht. Wie immer bei Access, lassen wir uns überraschen. Und heute ist Halloween. Und habt ihr eine Idee, was Halloween eigentlich ist? Die meisten denken, das ist so ein komischer amerikanischer Brauch, den wir in unserer Kindheit nicht hatten. Und jetzt haben wir halt noch mal Karneval vor Karneval. Nicht wirklich, ihr Lieben. Und vielleicht habt ihr euch schon mal mit der Historie beschäftigt von Halloween. Und eigentlich kommt es von All Hallows Eve, also vor dem Allerheiligen Abend. Und ganz, ganz klassisch hat es eine ganz alte Tradition bei den Kelten und hieß damals auch Samhain, was gälisch ist und November bedeutet. Und traditionell ist es so, dass an dem 31.10. geglaubt wird, dass der Schleier zwischen der physischen und der nicht physischen Welt am durchlässigsten ist. Deshalb hat man geglaubt, dass zu dieser Zeit immer die Geister zu uns durchkommen können. Und es waren nicht die Amerikaner und umgekehrt. Und es waren nicht die Amerikaner, sondern es waren tatsächlich die Iren, die dann auf die Idee kamen, sich zu verkleiden und die Geister zu erschrecken. Und mit den irischen Einwanderern in Amerika ist dieser Brauch dann nach Amerika gelangt und jetzt haben wir ihn wieder zurück in Europa. Haha, und wie wird's noch besser? Genau. Ja. Und wir möchten euch einfach einladen, den Abend vielleicht für euch besonders zu nutzen und euch nochmal zu besinnen, was ihr für Fähigkeiten habt mit Geistern. Nicole, was hast du denn für Fähigkeiten mit Geistern? Gar keine. Gar keine. Habe ich sehr, sehr lange gedacht und habe auch sehr, sehr lange dieses, als Kind, ja, da war was, man hat mit irgendwem oder irgendwas gesprochen, erzählen die Eltern, aber das kann ja nicht wahr sein. Und jetzt wird hier der Darth Vader. Was ich an dieser Zeit so interessant finde, noch lange bevor ich Access gefunden hatte, war es tatsächlich so, nicht unbedingt Halloween, sondern um den 1.11. herum, habe ich immer mal wieder tatsächlich, kam mir in Gedanken die Verwandten, die gestorben waren. Ganz speziell meine Oma. Und habe noch gedacht, komisch, warum denke ich denn gerade jetzt an die? Und es ist tatsächlich mir erst im Nachhinein aufgefallen, dass es um die Zeit des 1.11. herum war, also um Halloween herum. Und irgendwann mit Access und so weiter und so fort, und vorher hatte ich mich auch schon mit diesen Samhain, die keltischen Bräuche und so beschäftigt, wo ich gedacht habe, wow, vielleicht ist jetzt im Moment der Vorhang wirklich dünner und wir können die wahrnehmen, nicht weil die sonst nicht da sind, sondern weil unsere Wahrnehmung für die Welt, die wir nicht sehen können, einfach geschärfter, ist gar nicht geschärfter, was ist er? Der Empfang ist einfach besser eingestellt. Wir haben unseren Radiosender besser eingestellt auf die Welt, die wir nicht sehen können. Und ich weiß, im ersten Jahr hat mich das so ein bisschen geängstigt und seit dem zweiten Jahr, seit mir das klar war, habe ich gedacht, wie schön eigentlich. Wie schön, dass die vor mir gegangen sind, gerade meine Oma, dass die an mich denken oder dass sie da sind und dass in der Zeit scheinbar auch eine Kommunikation ganz einfach möglich ist, was ich damals auch getan habe, ohne dass ich Talk to the Entities Werkzeuge hatte. Und dann ist das wie ganz von alleine so nach und nach weggegangen. Ich habe wieder ein ganzes Jahr gar nicht mehr an meine Oma gedacht. Kennst du sowas auch? So dass die Zeit besonders ist? Und hier ist ja auch das Werkzeug vielleicht angebracht, sich immer mal wieder zu fragen oder
einfach in die Energie zu gehen. Alles ist das Gegenteil von dem, was es zu sein erscheint und nichts ist das Gegenteil von dem, was es zu sein erscheint. Man nennt es auch die Crazy Phrase. Und wie viele Mythen und Archetypen haben wir in Bezug auf Geister, Gespenster, auf Entitäten, welcher Form und Couleur auch immer abgekauft, was uns nicht erlaubt, das zu sein und dieses unendliche Wahrnehmen, Wissen, Sein und Empfangen zu verkörpern, was wir tatsächlich sind. Alles, was das ist, ihr Lieben, mal Gott Zillionen, zerstörten und kreiert ihr das jetzt bitte. Ja. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Und wenn ihr jetzt alle gar keine Angst hättet mit Geistern und mit dem, was nicht sichtbar ist, was für Fähigkeiten hättet ihr dann? Wie könntet ihr das zu eurem Vorteil einsetzen? Und die Nicole hat scheinbar irgendwelche Geister im Hintergrund, ne? Die wollen mitspielen. Also, klar. Ja, und was, wenn die wirklich mit uns spielen wollen? Also, wie du schon gesagt hast, ne, es kommt ja oft erstmal diese alten Mythen, die Archetypen. Oh mein Gott, und ich kann es nicht sehen, deshalb kann es nicht wahr sein. Und wenn, dann habe ich Angst, der böse Geist. Aber ja, also was, wenn es Spaß machen kann? Was, wenn hier überall um dich herum, um uns herum die Geistwesen sind, die einfach sagen, hallo, du hast noch einen Körper, das finde ich ziemlich cool, darf ich ein bisschen bei dir sein? Und was für Gespräche können da zustande kommen? Das finde ich halt auch so faszinierend, ne? Ja, und was ich auch noch fragen wollte, ist wirklich, welche Mythen und Archetypen hast du oder verwendest du, noch nicht mal abgekauft, sondern welche Mythen und Archetypen verwendest du, um die Kommunikation, das Klären, das Empfangen und auch die Kooperation mit der nicht physischen Welt zu vermeiden, die du tatsächlich wählen könntest? Alles, was das ist, mal Gott Zillionen, ihr Lieben, zerstörten und kreiert ihr das jetzt bitte. Ja. Right and wrong, good and bad, pot and pock, online, shorts, boys and beyonds. Und vielleicht machen wir das Clearing auch tatsächlich einmal andersrum. Also welche Mythen und Archetypen, Identitäten benutzen die Entitäten um uns herum, die im Moment nicht verkörpert sind, um an dieser Nichtverkörperung und an dem vielleicht Spukgeist-Dasein festzuhalten. Wählen Sie. Und alles, was das ist, liebe Entitäten, wollt ihr das alles zerstören und umkreieren. Ja. Right, wrong, good, bad, pot, pock, online, Schutz, boys and beyonds. Jetzt hast du aber verwirrt, Nicole. Ja, das war so. Wir jetzt, was? Ja. Denn was Geisterverwirrung. Ja. So, was? Wir? Ja, was, wenn ihr weitergehen könnt, was anderes wählen könnt und auch mit uns kooperieren könnt, denn das ist ja auch was wir jetzt ganz neu entdecken, ne? Dass es nicht nur so ein, ja, vielleicht gibt es sie, vielleicht sind sie da, okay, vielleicht existieren wir irgendwie friedlich nebeneinander her, vielleicht kann ich auch mal beitragen oder kommunizieren, aber was, wenn wir kooperieren können? Miteinander, was ist dann möglich? Ja, was sind die neuen Möglichkeiten, die uns jetzt nach dem Spurwechsel zur Verfügung stehen, die bislang noch gar nicht möglich waren? Und alles, was euch nicht erlaubt, dass sich das jetzt zeigt und ihr das wahrnehmt, erkennt, seid und empfangt, zerstörten und kreiert ihr das jetzt bitte. Ja. Right and wrong, good and bad, pot and pock, online, shorts, boys and beyonds. Und heute ist ja nicht nur Halloween, sondern wir haben auch einen Blue Moon. Also sehr selten, aber wahr, gibt es im Oktober 2-mal Vollmond. Und das nennt man dann der Blue Moon. Und was für eine mystische Nacht ist heute, die du dir zu Nutzen machst. Vielleicht möchtest du dich einfach noch mal besinnen, was du jetzt wirklich wählst, wenn du tatsächlich magisch bist. Ich meine, die Frage möchten wir dir einfach mal für heute mitgeben. Wenn du wirklich magisch bist,
Was wählst du dann? Zu verkörpern, zu verwirklichen und zu leben. Und alles, was dir nicht erlaubt, dass sich auch das zeigt und du das jetzt wahrnimmst, erkennst, bist und empfängst, zerstörst und kreierst du das jetzt bitte. Muss ein Ja. bisschen tiefer sprechen. Right and wrong, bad, pot and pock online, shorts, boys and beyonds. Genau. Genau, ich bin dein Vater. Ups. Talk to the entities. Ich hatte auch das Gefühl, dass Darth Vader jetzt präsent ist. Ja. Ich bin dein Vater. Ja, Genau. wer weiß, Ja. vielleicht will mein Vater heute noch mit mir sprechen. Ja, ja. Und was für ein Beitrag könnt ihr euch gegenseitig sein? Absolut. Ja. Das, was jetzt noch fehlt zu dieser Zeit, ist natürlich die Maske eigentlich. Ne? Ja. Die wäre Aber für Darth Vader. die wäre sehr geeignet gewesen. Ich habe nur gedacht, ich habe keinen Bock auf Maske. Nicht, wenn ich allein im Raum bin. Dann muss Nein. ich keine Maske tragen, um mich von mir selbst zu schützen. Genau. Das wäre jetzt noch die nächste Stufe, ja. Genau. Und was ist da noch möglich? Was ich auch noch mal ganz spannend fand, da wollte ich auch noch mal mit euch drüber reden oder das euch einfach mal sagen, weil die Iren, ich weiß nicht, ob sie ein paar Guinness zu viel hatten, kamen dann auf die lustige Idee, sich zu verkleiden und die Geister zu erschrecken. Und das Gleiche findet man ja auch im Kölner Dom. Der Kölner Dom ist voller Dämonen. Ne? Das sind lauter kleine, hässliche Dämonen, weil man damals wohl glaubte, dass man Böses mit Bösem vertreiben muss. Und es ist halt auch wieder so ein Mythos, an dem wir immer noch festhalten. Also welche Mythen und Archetypen verwendest du in Bezug auf Entitäten, auf die geistige Welt, auf dein energetisches Team, die es dir nicht erlauben, den Beitrag von all diesen in Leichtigkeit zu empfangen? Alles, was das ist, Margot-Zillion, zerstörst und kreierst auch das jetzt bitte. Ja. Right and wrong, good and bad, pot and pock online, shorts, boys and beyonds. Und wer oder was können wir jetzt tatsächlich sein, wenn wir uns erlauben, über sämtliche Mythen und über die Verkörperung von irgendwelchen Archetypen, die uns nicht erlauben, ganz uns selbst zu sein, hinausgehen? Und alles, was das nicht erlaubt, Margot Zillion, zerstörten und kreierte das jetzt bitte. Ja, bisschen lang. Right and wrong, good and bad, pot and pock online, shorts, boys and beyonds. Mir wird's ganz schwindlig. Ja. Oh. Ja. Genau. Ja, was aber auch wiederum interessant ist, ne? Auf der einen Seite haben die früher gesagt, gut, wir müssen die erschrecken, damit sie weggehen. Ja? Also ich habe Angst davor, aber ich muss sie erschrecken. Vielleicht haben die auch Angst vor mir. Interessante Ansicht. Ne? Aber auf der anderen Seite gibt das auch wieder so ein bisschen Ermächtigung natürlich. Ne? Also wenn ich laut bin und jemanden erschrecke, dann geht er weg von mir. Ist jetzt nicht genau das, wofür Talk to the Entity steht, aber doch natürlich auch für die Selbstermächtigung. Ne? Also welche Wahlmöglichkeiten, auch gerade wenn wir diese Mythen und Archetypen loslassen, haben wir mit und in Bezug auf Entitäten. Und alles, was uns nicht erlaubt, das wirklich wahrzunehmen, zu wissen, zu sein, zu empfangen und auch ihr Entitäten, die ihr jetzt da seid, wollen wir das alles zerstören und umkriegen. Ja. Right, wrong, good, bad, pop, pop, online, shorts, boys and beyonds. Ja, wie lustig. Was man so früher, auf der einen Seite haben wir früher ja die Entitäten, die nicht sichtbare Welt, wie auch immer sie sich damals dargestellt hat, mit einbezogen. Ja, wir haben ja auch viel mehr die Geistwesen, die für die Ernte zuständig waren und so weiter, die dann später zu Heiligen geworden sind. Ne? Also die heiligen Anbetungen waren ja auch spezielle Heilige, zuständig für spezielle Ernten und so weiter, mit einbezogen, hatten aber viel mehr Angst davor. Jetzt haben wir sie wieder ausgeladen, jetzt haben wir nur Angst davor. Und was, wenn es sich jetzt einlevelt und wir auf eben die Kooperationsebene wechseln? Ohne die Mythen und alles, was dahinter ist. Ja, spannende Zeiten. Mhm.
Und was ich gerade wirklich spannend finde, während du sprachst, Nicole, war wirklich für mich nochmal so ein ganz neues Level an Empfangen spürbar. Also da ist wirklich ein ganz starker Wunsch, uns beizutragen. Ja. Ne? Und durch diese ganze Zeit, die wir jetzt gehen, durch diesen Bewusstseinsanstieg auf Erden, der manchmal die irrwitzigste Form annimmt, ja, wie viel leichter könnten wir es haben, wenn wir uns erlauben würden, noch mehr von der nicht physischen Welt zu empfangen. Also alles, was uns die nicht physische Welt jetzt beitragen kann in der aktuellen Situation, was wir uns bislang nicht erlauben zu empfangen. Zerstören und unkreieren war alles, was wir bislang nicht erlauben, alles, was uns daran hindert, das zu empfangen, was sie uns tatsächlich beitragen können. Ja. Alles, was das ist, my Godzillion. Right and wrong, good and bad, pot and pock and nine shorts, boys and beyonds. Wie viel mehr Leichtigkeit, Freude und Herrlichkeit ist tatsächlich möglich, wenn wir uns erlauben, von den Wesen des Lichts und des Bewusstseins zu empfangen. Und das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig. Du musst nicht von allen Wesen empfangen, sondern schon wirklich die dem Licht und dem Bewusstsein beitragen möchten. So, und alles, was das nicht erlaubt, zerstören und kreieren wir das jetzt bitte, widerrufen es jetzt, schwören es ab, heben es auf, annullieren es und machen es null und nichtig. Ja. Right, wrong, good, bad, pot, pock, all nine shots, boys and beyonds. Ui, viel Ladung drauf. Ja. Ja. Und welche Mythen und Archetypen verwendest du, um das Beitragempfangen zu vermeiden und dir wirklich zu erlauben, diese Gleichzeitigkeit des Schenkens und Empfangens mit der nicht physischen Welt zu sein, die du tatsächlich wählen könntest? Alles, was das ist und alles, was dir nicht erlaubt, da jetzt drüber hinaus zu gehen, zerstörst und kreierst du das jetzt bitte. Ja. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Ja. Und für dich heute Abend oder wann auch immer du das hörst, vielleicht, wenn du es heute hörst, wie genial ist das und auch die nächsten Tage, aber wirklich nimm mal für dich wahr, auch jetzt nach den ganzen Clearings, welche Wesen des Bewusstseins, welche Wesen des Lichts sind für dich da? Tragen dir bei so oder so. Und wenn du es erlaubst und empfängst, können dir noch mehr und noch bewusster beitragen. Gerade jetzt in der Zeit und darüber hinaus. Und nochmal, die Tanja hat es eben schon gesagt und das Clearing gemacht, aber wie viel Magie ist für dich in deinem Leben möglich? Denn obwohl die Geistwesen da sind und sozusagen die Kommunikation eigentlich auch leicht ist und du kannst das auch definitiv, aber wie viel Magie ist das? Und wie sehr wird das als Magie in dieser Realität angesehen? Also was, wenn deine ganz natürlichen Fähigkeiten Magie sind? Bist du dann bereit, die Magie zu sein, die du wahrhaftig bist? Und ich glaube, dazu laden wir dich jetzt ein. Ja. Also, welche Energieraum, Bewusstsein, Magie, Bewusstsein, Wahl, Magie, Wunder, Mysterien und Möglichkeiten kannst du und dein Körper jetzt sein, um die Magie zu verkörpern und zu verwirklichen, die du wahrhaftig bist. Und alles, was dir das nicht erlaubt, Margot-Zillionen, zerstörst und kreierst du all das jetzt bitte. Ja. Widerrufst es jetzt, schwörst es ab, hebst es auf, annullierst es und machst es null und nichtig. Ja. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Cool. Nicole, ich hoffe, es war ein Beitrag, was wir hier gerade gezaubert haben. Wir würden uns über eure Kommentare und euer Feedback freuen. Dürft ihr einfach drunter posten. Und ja,
Bis nächstes Jahr. Haha. Spätestens, genau. Aber den Darth Vader, den sehen wir so schnell nicht wieder. Den seht ihr so schnell nicht wieder. Den gibt es maximal einmal im Jahr. Genau. Aber auch schön. Dann bis nächstes Jahr, Barth. Tschüss, Nicole. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss, schönen Abend.